Dies ist ein weiteres Video zum Thema lineare Gleichungssysteme und es geht nochmal um das Einsetzungsverfahren. Diesmal allerdings in einer etwas härteren Variante, nämlich mit 3 Gleichungen und 3 verschiedenen Unbekannten. Bevor ihr dieses Video guckt, müsst ihr unbedingt das Video zum Einsetzungsverfahren geschaut haben oder ihr müsst das Einsetzungsverfahren einfach schon beherrschen mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten. Das solltet ihr wirklich gut können, denn sonst werdet ihr hier verzweifeln. Das, was ich euch zeigen möchte, ist, dass ihr auch bei 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten das Einsetzungsverfahren sehr wohl nutzen könnt, auch wenn das eventuell etwas komplizierter ist. Man muss also nicht unbedingt das Eliminationsverfahren oder das Gleichsetzungsverfahren beherrschen, sondern es reicht, ein Verfahren zu können. Man muss es halt nur gut können. So, wie gehe ich vor? Im Prinzip ähnlich wie bei dem Einsetzungsverfahren mit 2 Gleichungen auch. Ich nehme mir eine Gleichung vor und forme diese Gleichung nach einer Unbekannten um. Das mache ich hier mal zunächst mit der dritten Gleichung und zwar forme ich die jetzt einfach nach z um. Ich könnte sie auch nach y oder nach x umformen, das ist egal, das habe ich mir einfach an dieser Stelle so ausgesucht. Das heißt, ich möchte auf dieser Seite z alleine stehen haben und bringe dann hier das y und das minus x jeweils auf die andere Seite durch die gegenteilige Aktion. Das ist dann also 2 minus y plus x. So, das ist jetzt meine dritte Gleichung in neuer Form. Was bringt mir das jetzt? Jetzt kann ich einsetzen. Und zwar setze ich das in die zweite oder auch in die erste Gleichung ein. Ich mache das mal von unten nach oben, indem ich z jetzt hier nach dem Blackbox-Prinzip ersetze. Das heißt, meine zweite Gleichung sieht dann so aus. So, zweite Gleichung. 2y schreibe ich hier einfach nochmal wieder hin. Minus 2x schreibe ich auch hin. Und jetzt kommt hier z. Und für z wird nach dem Blackbox-Prinzip dieses hier ersetzt. Und dann schreibe ich das hier nochmal wieder hin, am Ende gleich 4. Also statt hier z einzufügen, wie es hier an dieser Stelle steht, ersetze ich jetzt diesen ganzen Teil hier und kann jetzt in dieser Gleichung gleich sehen, dass ich nur noch 2 Unbekannte habe, statt wie in den anderen Gleichungen hier überall 3. Das schreibe ich aber nochmal ein bisschen schöner hin, indem ich das zusammenfasse. Die Klammer hier kann ich einfach weglassen, weil da kein Faktor davor steht und auch einfach nur ein Plus ist. Dann erhalte ich also 2y minus 2x plus 2 minus y plus x ist gleich 4. Jetzt kann ich die Teilterme unterstreichen und dann entsprechend zusammenfassen. Dann habe ich 2y minus y macht y, minus 2x plus x macht minus x. Und plus 2 bleibt noch als Zahl über, ist gleich 4. So, die Gleichung hat, wie gesagt, nur noch 2 Unbekannte. Und die Gleichung forme ich jetzt auch nach einer Unbekannten um, sodass ich sie dann wiederum in die erste Gleichung einsetzen kann. Das mache ich und wähle jetzt einfach mal y. Ich könnte genauso auch das x hier wählen, aber ich möchte nach y umformen, das heißt, ich muss die anderen Teilterme hier mit der gegenteiligen Aktion auf die andere Seite bringen. Dann erhalte ich 4 minus 2 macht 2 und aus dem minus x wird ein plus x. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, wie ich weiter vorgehen kann. Zum einen sehe ich, dass ich jetzt diese Gleichung verwendet habe und diese, das heißt, die noch übrig bleibt, ist diese Gleichung. In die kann ich jetzt sowohl den Wert für y als auch den Wert für z nach dem Blackbox-Prinzip einsetzen. Habe dann aber immer noch das Problem von 2 Unbekannten. Ich kann jetzt auch schon mal sagen, okay, die zweite Gleichung, die ich nach y umgeformt habe, kann ich jetzt hier nochmal wieder einsetzen. Dann habe ich praktisch hier auf dieser Seite nur noch Abhängige von x. Das erfordert aber schon etwas Weitblick, ist zwar einfacher, ihr könnt das Video an dieser Stelle gern einhalten und probiert mal diese Gleichung hier in diese hier einzusetzen. Ich gehe weiter nach Schema F vor und sage, okay, ich habe jetzt diese Gleichung umgeformt und diese Gleichung umgeformt und jetzt
nehme ich diese Gleichung hier und setze dann die Werte für z und y nach dem Blackbox-Prinzip ein. Ich habe also Gleichung 1, 2 mal y. Und y wird ersetzt nach dem Blackbox-Prinzip. Ich mache erstmal nur die Blackbox hier hin. Dann kommt die plus 2x. Die ersetze ich nicht, die bleibt so stehen. Und dann kommt noch plus 2z. Und z wird auch hier nach dem Blackbox-Prinzip gleich ersetzt. Deswegen schreibe ich die Blackbox einmal hin. Und das Ganze ist dann gleich 2. So, jetzt kann ich z und y einmal durch den jeweils rechten Ausdruck hier ersetzen. Also an dieser Stelle stand ja vorher hier das y. Und das ja nochmal klein drüber schreiben. Und an dieser Stelle stand dann vorher das kleine z. Das heißt, y wird jetzt ersetzt durch diese rechte Seite hier, 2 plus x. Und hier wird das z ersetzt. So, schreibe ich auch kleiner drunter, durch 2 minus y plus x. Gut, das Ganze kann ich jetzt auch ausmultiplizieren, indem ich die Klammern auflöse. Dann habe ich hier 2 mal 2 macht 4. Das könnt ihr auch gerne in einer Nebenrechnung machen, wenn ihr noch nicht so fit seid im Klammern ausmultiplizieren, damit es dabei keine Fehler gibt. Also 2 mal 2 ist 4 und 2 mal x macht plus 2x. Die 2x bleibt bestehen. Und hier habe ich 2 mal 2 macht 4. 2 mal minus y macht minus 2y und 2 mal x macht plus 2x. Ist gleich 2. Das Ganze fasse ich jetzt noch zusammen. Ich kann mir hier die Teilteilmenge nochmal unterstreichen, damit ich das besser überblicken kann, wenn mir das hilft. Dann habe ich hier 4 plus 4 macht 8. Plus 2x macht plus 4x. Plus 2x macht plus 6x. Und dann habe ich noch minus 2y. Ist gleich 2. So, an dieser Stelle stelle ich fest, ich habe immer noch 2 Unbekannte darin. Das ist natürlich nicht schön, also kann ich die Gleichung nicht lösen. Aber ich kann ja gucken, ich kann hier immer noch mal, ich habe ja hier hinten für den Term, habe ich z eingesetzt. Und ich kann, dadurch, dass ich z ersetzt habe, habe ich mir praktisch hier ein y in die Gleichung mit reingeholt. Und das kann ich natürlich eliminieren, indem ich da auch nochmal das Einsetzungsverfahren drauf anwende, weil ich habe ja diese Gleichung auch noch umgeformt. Das heißt, ich kann an dieser Stelle jetzt, ein bisschen einfacher als an dieser Stelle, kann ich jetzt für y auch noch einsetzen, 2 plus x nach dem Blackbox-Prinzip. Dann erhalte ich also 8 plus 6x minus 2 mal, jetzt kommt die Blackbox, ist gleich 2. Und in die Blackbox kommt jetzt, wie gesagt, hier der rechte Teil, 2 plus x. Jetzt sehe ich schon, ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich habe nämlich eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten. Die muss ich jetzt nur noch zusammenfassen. Ich löse zunächst die Klammer auf, dann schreibe ich den Rest hier nochmal hin. Minus 2 mal 2 macht minus 4, minus 2 mal x macht minus 2x, ist gleich 2. Jetzt kann ich hier wieder die Teilterme unterstreichen. Plus 6x, oder ich fange hier bitte Zahlen an, sorry. 8 minus 4 macht 4. Plus 6x minus 2x macht plus 4x gleich 2. Das löse ich jetzt nach x auf. Indem ich zunächst die 4 rüberbringe, dann habe ich 4 ist gleich minus 2, weil 2 minus 4 gleich minus 2. Jetzt teile ich durch 4, dann habe ich x ist gleich minus 0,5. Und das ist der erste Teil meiner Lösung. Den Rest erhalte ich wieder ganz einfach durch Einsetzen. Ich gehe jetzt rückwärts wieder und setze den Wert für x in diese Gleichung ein. Dann erhalte ich da y ist gleich 2 minus 0,5 macht 1,5. Das ist der zweite Teil meiner Lösung. Und wenn ich jetzt die Werte für x und y hier oben einsetze, dann erhalte ich z ist gleich 2 minus 1,5 macht 0,5 und für x war minus 0,5, also 0,5 minus 0,5 macht dann 0. Und schon habe ich meine Lösung, denn insgesamt sieht meine Lösungsmenge so aus. Minus 0,5 für x, 1,5 für y
und 0 für Z. Könnt ihr gerne überprüfen, sollte hinkommen, um dieses Gleichungssystem hier zu lösen. Gut, am besten überlegt ihr euch diese Schritte, die ihr jetzt durchgegangen seid, mit dem rückwärts einsetzen, könnt ihr als kleinen Algorithmus aufschreiben. Dann wird, denke ich mal, das Verfahren an sich sehr schnell klar. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr die wichtigsten Informationen auch verstanden habt.